hallo zusammen. 7:45 an einem Mittwochmorgen. Für mich geht es jetzt heute zur sportmedizinischen Untersuchung. Das ist eine Routineuntersuchung, die wir einmal im Jahr machen. Und ja, da geht es eben darum, die Sporttauglichkeit festzustellen. Das braucht man für verschiedene Sachen. Also für Beitritt oder Teilnahme an internationalen Meisterschaften, generell für den Bundeskader. Und da werden ein paar Tests gemacht. Und da dachte ich mir, nehme ich euch heute einfach mal mit. Für mich ist die Hallensaison jetzt schon vorbei. Ich habe dieses Jahr wegen der Olympia-Vorbereitung nur eine relativ kurze Hallensaison gemacht. Also nur einen Hallensiebenkampf, keine großen Testwettkämpfe, jetzt nicht noch einen zweiten Hallensiebenkampf. Weil wir eben diesen Fokus haben, dass das Trainingslager jetzt im März so wichtig ist, weil die Wettkämpfe in Götzis und Ratingen einfach die Quali für Olympia ist und da eben der volle Fokus drauf ist. Und deshalb steigen wir jetzt diese Woche gerade wieder ein, so ein bisschen mehr ins Aufbautraining. Und ja, die Wettkampfphase und auch das wettkampfnahe Training ist damit jetzt erstmal vorbei. Das Ganze machen wir in der sportmedizinischen Abteilung des Uniklinikums hier in Ulm. Bietet sich natürlich für uns Ulmer Zehnkämpfer ziemlich an, dass wir das direkt hier quasi in der Nachbarschaft machen. Also zum kurzen Ablauf ein bisschen. Wir werden jetzt erstmal anfangen mit Anmeldung und sowas. Dann kommen so ein paar standardmedizinische Tests, Urinprobe, wir machen Lungenfunktionstest, normales Ruhe-EKG und dann kommen wir halt irgendwann zu dieser sportlichen Belastung, dass wir Sprungtests machen und eben dieses Belastungs-EKG. Okay, alles klar. Danke. Bitte. Größer geworden. Das war jetzt soweit das unspektakulärste. 1,82 groß, 83 Kilo und Ruhe-EKG. Ja, brauchen die halt für ihre Daten. Die müssen wir halt auch jedes Jahr. Ja, gewachsen. Genau, das ist jetzt dieser In-Body-Test. Kann man von halten, was man will. Die machen das irgendwie auch noch für Symmetrie, Muskelmasse, Skelettmuskelmasse, Körperfettgehalt. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich immer drauf schaue, weil ich glaube, das ist eine relativ genaue Messmethode. 6,9% für die Leute, die es interessiert. Das ist für die Phase jetzt so normal. Normalerweise habe ich jetzt im Winter ein bisschen mehr, so 7, irgendwas. Und im Sommer wird es dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen weniger, niedrige 6%, weil dann einfach von der hohen Trainingsbelastung einfach ein bisschen abnimmt. Oder da halt einfach ein bisschen, im Wettkampf ist man einfach in Topform. Also, was das Gefühl bei mir ist, beim Abstützen, beim Qualifikationswettkampf in Götzis, habe ich mir das Labrum angerissen. Der obere Anker war an- oder abgerissen. So Krafttraining, ich merke nirgendwo was. Nur wirklich ganz hinten bei der Ausholbewegung, wenn ich eindrehe. Und da bin ich eben noch dran, jetzt immer noch weiter aufzubauen und Beweglichkeit zu versuchen herzustellen. So, dann gucken wir dich an. Das Vorteil ist immer, wenn ich dich schon kenne, weiß ich nicht schon. Was mich erwartet. Oder nicht erwartet. War recht ins Wahnsinn.
ist richtig. Wir haben immer 8:30 und ich habe schon 4 Tests gemacht. Ja, gut so. Gut, bis später. Bis dann. Also das war gerade so ein, ja, einfach nur so ein Ganzkörpercheck einfach mal, wo der Doc sich halt ein bisschen so die Statik anschaut, wo man ein bisschen über die Verletzung redet. Bei mir natürlich Hauptaugenmerk jetzt die Schulterlauf von 2019. Ist ja alles wieder verheilt und ist soweit auch wieder gut, aber man will ja, dass es halt trotzdem auch weiterhin so bleibt oder halt noch besser wird. Und ja, da hat er jetzt eben nochmal so ein paar Tests durchgeführt, ein bisschen untersucht. Und jo, jetzt mache ich mich gerade ein bisschen warm, weil wir gleich den Sprungtest machen. Das seht ihr dann gleich. Das sind so verschiedene Sprungarten und da wird einfach nur so grundsätzliche Leistungsfähigkeit mal ermittelt. Und los. Und los. Halten und los. Halten und los. Das ist der beste. So, Sprungtests waren beide gut, habe ich mich gefühlt. Und waren auch besser als letztes Jahr. Also kleine Steigerung, ein paar Zentimeter. Passt. Nee, ich bin schon lange nicht mehr ohnmächtig geworden. Ich habe ja auch an sich kein Problem damit, sondern ich werde einfach ohnmächtig, ohne dass ich was dafür kann. Okay. Aber ja, ich kann mal sitzen. Dann, Funktioniert ja, also Urinkontrolle und Bluttest gehört natürlich auch dazu. Und ja, ich lege mich immerhin bei der Blutabnahme, weil ich bin schon 1-2 Mal umgekippt. Jetzt nicht, weil ich ein Problem damit habe, sondern einfach, keine Ahnung, ich kippe einfach schnell um bei sowas. Ey, ich bin fast schon durch. Gefühlt. Ja, jetzt alles raus. Ohne Schwung raus. Okay, versuch ohne das Zittern, Tim. Einfach schön so weitermachen. Okay, wir probieren es nochmal. Normal ein- und ausatmen und Achtung, ein, aus, ein, aus. Jawohl. Alles gut? Ja. Okay. Und ja, Lungentest auch was, ja, eigentlich komisches. Da gegen Widerstände so atmen, da wird halt Lungenvolumen und sowas ermittelt. Ich glaube, klar, so Lungenvolumen, das verändert sich jetzt nicht über die Jahre, aber halt die Aufnahmefähigkeit oder auch die Kraft, wie du da diesen Widerstand eben wegpustest. Und ja, ist die komischste Kontrolle. Mit so Nasenklammer und in so einer Box und mit so einem Schnorchel im Mund. Aber ja, inzwischen Routine. Jetzt kommt das Belastungssequenz. Das machen wir jetzt hier auf dem Laufband. Da laufe ich jetzt immer 3 Minuten und dann wird die Geschwindigkeit gesteigert. Alle 3 Minuten wird Blut am Ohr abgenommen und ja, dient halt einfach dazu, so aerobe, anaerobe Schwelle zu ermitteln, generelle Leistungsfähigkeit so zu testen und eben zu schauen, wie verhält sich der Körper jetzt unter Belastung oder sogar Extrembelastung. Und ich bin nicht so der Riesenfan von auf dem Laufband laufen, aber geht halt nicht anders. Und ja, hier ist alles schön dann kompakt beieinander, alle Daten. Und das geht jetzt los.
Kreislauf ist richtig gut. Beine sind richtig schlecht. Das ist ein Füßunterschied. Geht weiter in 3, 2, 1 und Arm auf die Hand. Haut in 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Reicht oder? Echt, also je schneller es wurde, desto mehr kam ich rein. Vor 2 Wochen erst 1000 Meter bis letzte Mal. Echt gut. Geschafft. Bin jetzt 18 km/h durchgelaufen. Das ist so das, was wir eigentlich immer wollen. Und habe mich gut gefühlt. Ging jetzt ein bisschen auf die Füße, weil wir sind halt dieses Laufband nicht so gewohnt. Aber fühle mich gut, Kreislauf war gut. Puls 188 Max, das ist auch so genau, eigentlich wie immer. Fühle mich gut, aber klar, jetzt bin ich erstmal fertig. Vier, 3, 2, 1 und Stopp. Besser als 16er sah schon echt schwer aus. Aber vielleicht liegt es doch wirklich dran, weil man so aufs Ziel zuläuft. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Das pusht einen schon, wenn du so, kommt noch eine Minute. Das ist wie letzter Lauf. Letzter 300er geht immer eine Sekunde schneller. 16,2 Minuten war das. Noch nie 16. So, sind jetzt fertig für heute, hatten gerade noch Herzultraschall und die Schlussbesprechung. Das Beste, was bei sowas herauskommen kann, ist nichts auffällig, alle Ergebnisse gut und so war es im Endeffekt auch. Bin sehr froh, wie das jetzt lief, Sprungtest gesteigert, Belastungs-EKG lief auch wirklich sehr gut, habe mich gut gefühlt beim Laufen und ja, so die Herztests, alles unauffällig und genau, jetzt geht's wieder heim, dann wird noch trainiert und ja, nächstes Jahr steht es dann wieder an. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick in so eine sportmedizinische Untersuchung bekommen. Klar, die Sportler unter euch, die werden das jetzt auch kennen, weil die das auch jedes Jahr selbst machen müssen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mehr so sehen wollt, dann könnt ihr mal ein bisschen Feedback geben, ein bisschen Kommentare schreiben und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal.